Schmidt, waren Sie heute zum ersten Mal beim Proces Retail Intelligence Summit? Nee, ich war schon ein paar Mal hier. Ich habe vor 2 Jahren schon mal einen Vortrag gehalten und heute hat es mir wirklich richtig gut gefallen. Ja, war schön. Was war Ihr absolutes Highlight am heutigen Tage? Also so ein absolutes Highlight gibt es nicht, aber so die vielen kleinen Informationen in den Vorträgen, die man sonst wahrscheinlich nicht wirklich kriegen würde. Also so die Insights, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Punkte, so läuft das, so das ist der Austausch. Das ist das, was mir insgesamt an dem Tag heute sehr gefallen hat. Sie haben ja heute auch einen Vortrag gehalten zum Thema Personalisierung der Personalisierung. Was sind die besonderen Herausforderungen im B2B bzw. Cross-B2C-Geschäft im Onlinehandel? Im Onlinehandel, also wir haben natürlich beim B2C den Fall, dass wir viele Kunden mit eher weniger Artikeln haben und auch, ich sag mal, weniger Käufen pro Kunde. Und im B2B habe ich relativ viele Artikel zu wenig Kunden, aber dafür viel mehr Käufe. Also das ist eine ganz andere Struktur, die dahinter steht. Ich muss eine ganz andere Art von Personalisierung bringen, während ich beim B2C schon über Kundengruppen sprechen kann, die ich gemeinsam personalisiere oder anspreche, muss ich beim B2B wirklich sehr genau auf den einzelnen Kunden runtergehen und dort personalisieren. Und das ist natürlich eine Herausforderung in der Denkweise, in der Art und Weise, wie man die Systeme aufbaut, wie man entsprechend mit den Kunden kommuniziert und wie man seine Systeme hinten dran entsprechend implementiert. Also gerade wenn es um Dynamic Pricing zum Beispiel geht, muss ich natürlich bei einem B2B-Bereich ganz anders damit umgehen als im B2C-Bereich. Was sind für Sie die Herausforderungen in der Programmierung für die Personalisierung, in der Personalisierung? Die Herausforderung ist, dass da natürlich mehrere Quellen zusammenkommen und ich muss diese Informationen gleichzeitig zur Verfügung haben. Das ist weniger eine Programmiersache, weil man zapft Quellen an, aber diese Quellen müssen schnell und vernünftig verfügbar sein, dass ich diese Daten habe. Ich habe eine Recommendation Engine, die muss mir ganz schnell eine Information liefern zu einem Kunden und ich habe vielleicht noch ein Backend-System, die mir vielleicht noch einen Namen dazu liefern muss und das muss ich sofort zur Verfügung haben und kann es dann benutzen. Also das ist eher eine systemische Herausforderung, nicht so eine Programmierherausforderung. Vielen Dank. Gerne.